Ja, moin, würde ich sagen, Christian. Moin, wir fahren jetzt zur Therapiegruppe. Zur Therapiegruppe, das ja, klingt genau. sehr sympathisch. So. Das ist das, worum es geht. Das ist eine Moto Sacoche. Wir haben es geschafft, wir sind im höheren Norden oben. Genau. Eingeladen von Christian in seine heilige Halle. Ah, guck mal hier. Sauber. Was interessant ist bei dem Ding, ist die Rahmennummer. Das ist die erste. Natürlich. Die D50, das ist ja mitunter das seltenste Motorrad von der Moto Sacoche, oder? Ja. Der Boden brennt noch ein wenig. Wenn jemandem die Ehre gebührt, dann einem Schweizer. Das war's. Was? Nein! Bist du bereit? Das habe ich auch noch nie hingekriegt. Bin fertig, ja. Bricht der Scheiß ab, ey, das habe ich noch nie gehabt. Sind gespannt, auch das, was heute passiert, das haben wir noch nie gesehen auf dem Kanal. Die Gelegenheit, ich behaupte mal, ist einmalig. Ja, moin. Ich bin Christian genannt. Ich habe den jungen Mann hier letztes Jahr auf Römö. Wann ist das? August? August beim Strandrennen kennengelernt. Aha. Da sind sie ja. Hey, moin. Lebst du noch? Moin. Ja. Ich bin gespannt wie die Sau. Ja, ich auch. Er ist dann gefahren wie eine gesenkte Sau, ich glaube 80 km. Ja, genau. Hast du angebracht auf dem Sand. Aber die anderen sind Meter. fast 120 gefahren, die Ahnung davon hatten. Ja, Moment, einer. 118 km war der Sieger gewesen. Ja. Das war einer. Ja, Jesus Gott. Ja. Du bist das erste Mal gefahren, Sand, Ja, oder? ja. Heftig. Also 80 km/h auf dem Strand. Kommt einem vor wie 150 auf der Straße. Es ist absolut irre, das Gefühl. Jetzt bin ich gespannt, wie die Hure brav, wie er sie mal zähmen. Ich gratuliere! Halle abgeledert. Du hast sogar noch gewonnen, ja, sehr gut. Aber ich habe ganz schön Fracksausen gehabt nachher. So, Irgendwie hatte ich den Eindruck, wir sind uns ganz sympathisch. Als ich dann mit meinem Auto alleine wieder nach Kiel zurückfuhr, da dachte ich mir, ich habe doch noch ein Motorrad aus der Schweiz. Das wäre eigentlich prädestiniert, mal auf Römö auf dem Strand das 8-Meilen-Rennen zu fahren. Sand. Wenn jemandem die Ehre gebührt, dann einem Schweizer. Als ich wieder zu Hause war, die Kamerafrau Uta per SMS angeschrieben und habe gesagt, hier, wenn ihr auf dem Rückweg in die Schweiz seid, dann kommt doch einfach mal in Kiel vorbei, ich hab da noch was. Naja, und dann wart ihr ja passiert, hier. oder? Wir sind da beim Christian, er hat uns eingeladen und ich habe keine Ahnung, um was es geht. Es geht irgendwie Römö im nächsten Jahr. Genau. Das ist jetzt alles spontan. Wir werden jetzt mal hier bei mir reinmarschieren. Das ist meine... Aha, Die da steht ja nochmals eine. Ja, das ist so mein Everyday. Ah, wirklich? Also, ja, ich fahre die viel. Ja, der andere. Die kriegt ein paar tausend Kilometer jedes Jahr. Das braucht man natürlich. Ein SS80 und ein SS100 ist ganz klar. Aber, Das ist Minimalausstattung. ja genau. Aber natürlich das Geile ist, wenn der Shit eben auch gebraucht wird. Das steht nicht nur rum, ich meine, anschauen und alles ist schön. Also ich finde das immer geil, wenn das Zeug benutzt wird. Auch die Oldtimer und so, ja, kann sich nicht im Winter fahren. Doch, Natürlich kannst natürlich, du das. oder? Ja, Genau. Logo. Ist ja angemeldet, kann ich doch fahren. Richtig, Benzin ist drin. Ja, genau. Ja, jetzt geht's hier weiter. Oh ja, shit. Du hast auch ein bisschen an allem Freude. Oh, yes! Der Sieg, oder? Mit Jobmotor. Ja, das finde ich auch so lustige Dinger, oder? Oh Mann, du. So. Im hohen Norden, das liegt das wohl an der Salzluft oder so. Dass da alle ein bisschen durchgeknallt. Oh, Modellbau. Kenne ich auch noch. Ja, ein Scheiß, das muss eigentlich alles mal zu eBay. Das ist das, worum es geht. Hast du eine Ahnung, was das ist? Ich überlege. Kann ich dir nicht sagen im Fall. Also hat auf jeden Fall nationalen Zusammenhang mit deiner Herkunft. Das ist eine Moto Sacoche. Ist das Moto Sacoche? Ja. Das ist eine D50, Modell 422. Das heißt, das ist die 500er OHV Rennmaschine. Ja. Das ist keine Werksrennmaschine, sondern ein sogenannter Production Racer. Das heißt, Leute, die ein bisschen Geld auf der Naht hatten,
Ja, ja. konnten sich das Ding kaufen Okay. und damit am Wochenende Rennen fahren. Was interessant ist bei dem Ding, ist die Rahmennummer. 21001. Das ist die erste. Aha, natürlich. Logisch. Das ist die erste Maschine. Wir haben jetzt das Niveau hier schon erkannt, oder? Ja, genau. Das sieht jetzt nicht so aus, Ja. aber das Ding ist komplett. Ja, das sieht jetzt nicht so aus. Die Gabel hängt da hinten. Das hier sind die Räder. Ganz viel Chrom. Also man konnte auch Witzig. eindeutig erkennen, dass das kein Chrom gewesen ist, der jetzt, ich sag mal, vor 30 oder 40 Jahren drauf gekommen ist, sondern das war wirklich uralter, originaler Chrom. Das ist Oh, schön. der Originaltank zu der Maschine. Ja. Das ist alles schwarz übergequastet Ja, ja, gewesen. voll. Hä? Aber drunter Man sieht noch ist noch sehr der gut. originale Moto Sakosh Perfekt. Lack. Das ist der originale Motor dazu. Mit der Ölwannen Ja, ja, genau. Extension, die hinten dran Ja, gehört. alles klar. Scheiße. Das ist die Rockerbox oben. Ups. Alles da. Das ist der Motor Ja, mit dieser. Rain-Type, ja, voll. Und das ist ja geil, oder? Die ganzen Kleinteile, das liegt alles hier drin. Die Gabel, wie gesagt, hängt hier auf der Rückseite. Ja, Ich habe allerdings ein Originalgetriebe auftreiben können voll. für ein Schweinegeld Ja, das glaube ich. von einem Schweizer, dreifach durch die Nase gebohrt. Roland weiß Bescheid. Aber es ist tatsächlich ein Close-Ratio-Getriebe, Ja, voll. genau in der Bauart, auch mit der Fußschaltung, wie es Ja, reingehört. okay. So sieht sie irgendwann Jetzt mal aus. kommt's. Das originale Das ist jetzt voll Arschkissen. geil, ja. Voll geil. Das ist noch das Originale. Das reicht, oder? Ja, ja. Die Kotflügel liegen noch ein Stockwerk tiefer. Ja, ja. So, Es und gibt noch ein Stockwerk. als ich aus Dänemark zurückfuhr, da Geil. kam mir irgendwie in den Sinn, wenn irgendjemand dieses Ding fahren muss auf dem Strand von Römö, dann musst du das sein. Und ich würde jetzt dir vorschlagen, dass ich das Ding über den Winter restauriere und fertig mache. Okay. Und dass du nächstes Jahr deinen Arsch da drauf setzt und damit über den Strand von Römö fräst. Ja, zuerst mal vielen Dank fürs Vertrauen. Ist also sehr mutig von dir. He? Wieso? Du weißt ja, ich bin noch nie am Strand gefahren, du ja auch nicht. Ich bin auch das erste Mal da Genau. gefahren. Weißt, das Ding ist, ich mag das eigentlich mag ich das nicht, andere Fahrzeuge zu fahren. Okay. Ich bin so ein Typ, also weißt, vor allem so, oder wenn das sowas Seltenes ist und dann noch auf dem Sand und alles. Ich sage immer, mich reut es nicht, aber ich mache nur meine eigenen Sachen kaputt, oder? Das ist halt ein bisschen. Aber, Du kannst ja noch mal drüber nachdenken, ja, das ja. Angebot steht. Okay. Und wenn du es kaputt machst, gehst du straffrei aus der Sache hervor. Ja, Oh Mann, überlegst ey. dir, die Gelegenheit, ich behaupte mal, ist einmalig. Ja, ja, definitiv, ja. Sowas kommt nicht wieder. Ja. Ja, so ein Teil, hey, abartig. Genau, die D50, das ist ja mitunter das seltenste Motorrad von der Moto Sakosh, oder? Ja. Das darf man, glaube ich, sagen. Ich mache nicht gerne fremdes Eigentum kaputt, oder? Aber natürlich das Angebot, und man muss natürlich dazu sagen, auch die ganze Energie, die hier drin herrscht, hat mich dann doch dazu bewogen, um zu sagen, okay, wir versuchen das. Aber natürlich Zustand, Anmeldefrist, das ist alles so eine kleine Geschichte. Aber Enges Höschen. es ist ein enges Höschen. Ich weiß, bis wann ist die Anmeldung, weißt du Genau, das? Ende April, Ende ne? April, ne? Oder so, ja. Jetzt haben wir Ende März, ja. Und da musst du ein Foto einreichen von dir und der Maschine, stilecht gekleidet. Maximum Jahrgang 47, das ist oberste Grenze. Und da arbeiten wir jetzt dran. Das ist natürlich eines deiner Lieblingsschätzchens. Ja, aber das hat jetzt hier nichts mehr zu suchen. Okay. Das tun wir mal zur Seite. Können wir den Rahmen von der Moto Sakosh da einfach draufstellen. Ja. Passt das? Ja. Ne? Jo. So. Die wäre dann aus dem Weg.
Und da haben wir den Rahmen von der Moto Sacoche. Der Rahmen hatte überhaupt keinen Originallack mehr drauf. Ach so, der war ja, komplett schwarz mit so einer Art Heizungsfarbe übergejaucht. Die Kotflügel hatten noch den Originallack. Ja. Guck mal, dann habe ich Aha, hier noch das kleine Werkzeugköfferchen. das ist geil. Das ne? kommt von Brooks aus England. Ja, voll. Das haben die offensichtlich von Brooks in schwarz geliefert Ja, ja. und wurde dann Und beim dann Moto Sacoche überlackiert. einmal übergejaucht. Ja. Und das kommt hier hinten dran. Total geil. Ich habe den originalen Brief Ja, dazu. Das Komische ist, dass dieses Fahrzeug die Fahrgestellnummer 1 hat. ja, Ist also das erste Typ Ja. D422 ja. gebaute Modell oder Richtig, oder? Exemplar. Der Motor wiederum ist angeblich der jüngste bekannte Ja. Motor. Passt also eigentlich vom Baujahr her gar nicht Gar nicht zusammen. zusammen, ja. Aber, Das ist ja irgendwie Baujahr 32, oder? ja genau. Das Interessante ist, ich habe das originale Typenschild. Uta, guck mal. Rahmennummer 21001. Motornummer 129582. Jetzt gehen wir mal zum Motor. Da steht die Nummer. Also es passt, Also das stimmt, ja. es passt zusammen. Ja, ja. Der, Speziell, hä? der jüngste Motor im ältesten Fahrgestell. Das muss irgendeine spezielle Geschichte haben, das Ding. Hä? Ja, Ja. Die Vermutung ist, dass das so eine Art, wie sagt man auf Englisch, Works Demonstrator oder Ja, was? Showbike, ja. oder sowas gewesen ist, dass das Motorrad wahrscheinlich anfangs mit einem anderen Motor lief Ja. und irgendwann dann aus der Asservatenkammer rausgezogen wurde. Umgerüstet auf das modernste, oder? Wahrscheinlich hat man dann das Fahrgestell einmal überholt, hat das schön gemacht, Mhm. Ja. hat einen neuen Motor reingehängt und hat es dann verkauft. Ja. Es sind auch die originalen Felgen drin. Ja, ja. Das siehst du hier an den ganzen Voll. Pickelnarben, die da, Ja klar, die da das drin kriegst sind. nicht alles raus beim Polieren. Genau. Und es ist also wirklich so, dass diese komplette Radnabe inklusive Bremstrommel Ja. komplett verchromt gewesen Ja. ist. Was Bei dem- sehr Ist eigentlich untypisch ist. ungewöhnlich Ja, für ein total. Rennmotorrad. So, guck mal, hier kannst du auch noch mal Das ist sehen. natürlich total geil, oder? 40 PS nach Angabe. Ja, eben nach Angabe. Ich würde mal sagen, very optimistic. ja, definitiv, ja. Wobei so 32, 33 könnte der schon Könnte gehabt drin liegen, haben. ja. Dann die interessante Anmerkung vom 3. Mai 39. Es handelt sich um eine frisierte Maschine mit einer Geschwindigkeit bis 165 Kilometer pro Stunde Ja. und deren Schalldämpfung bei sachgemäßer Handhabung ausreichend ist. Der ist ganz geil. Das Rad war heute fabrikneu. Das ist natürlich etwas Aha. verwunderlich, weil da steht 39. 3. Mai 1939. Das ist total schräg, oder? Ja, also spricht eigentlich dafür, dass das Ding eine ziemlich wirre Ja, Geschichte extrem. in den Ja. ersten Jahren hatte. Definitiv, ja. Ja, ja. Also es, 165 km/h zu dieser Zeit, das war das ja war schon endlos richtig, viel. ey. richtig schnell. Ah, ja. Erster Besitzer, ein gewisser Herr Arthur Pfennig, Mhm. Maschinenbauer gewesen in Hamburg. Dann ist das Ding an Karl Spiegelberg gegangen, der in Wandsbek, Vorort von Hamburg, 42. gelebt hat, 1942. Also offensichtlich Erstzulassung Mai 39. Das ist ein wunderschöner Spruch. Ja? Hoch das Bein, Dildo rein. Ah, ist drin. Ja, ist drin, ja. Es ist doch schon einiges passiert. Ja, zu wenig. Zu wenig. Aber bei einer großen Operation, wo fängt man an? Beim Herzen, oder? Genau. Die ganzen Teile, ist das alles noch irgendwo. Ich nehme das mal an, oder? Tatsächlich alles noch vorhanden, ja. Ich habe das Ding, glaube ich, seit 2002 oder 2003. Ja. Und ich habe damals gleich mit dem Motor angefangen, weil ich gesagt habe, den finde ich so geil, Voll, diesen Motor. voll. Damit muss ich loslegen. Hier, das ist noch das originale Pleuel. Das ist also völlig ausgeglüht gewesen. Oh ja, übel. Ist krumm und schief und oval und dann ist das Ding da reingekommen. Richtig, das Zeug wurde dran genommen, oder? Ja, das war, also wie gesagt, der Stadtparkrennen da mitgefahren. Vollgas, ja.
Das war damals, ja, noch heute ist das ein Showlauf. Früher war das ein Rennen, da ging es richtig oder? zur Sache. Ja. Da ging es um richtig Kohle. Ja. Da hatten wir auf jeden Fall auch massive Probleme, das war auch noch eine ganz geile Geschichte, massive Probleme, ein passendes Pleuel zu finden. Ja, das glaube ich. Kalle, der den Motor gemacht hat, hier von Firma Ölfuß, Ja. Red Porsche Killer, Ja. mit den 4 Horex-Motoren ist bekannt. Der hat dann irgendwie dieses Pleuel genommen und hat das auf seine Werkbank geschmissen und hat gesagt, so ein Scheißer, ich finde kein passendes Pleuel. Und dann blieb das auf der Werkbank liegen und dann lag ein Pleuel daneben. Nee, oder? Und ich sag, du Kalle, wir haben die dann nebeneinander gehalten. Und das war wirklich fast exakt gleich. Ja. Mussten wir dann ein bisschen schmaler machen, ein bisschen abändern und jetzt läuft da Harley drin. Ja, Und hier sind noch die Original-Ventile. Hier dieses Trompetenventil am Auslass. Ich glaube, wir nehmen mal den ganzen Kladderadatsch mit rüber. Mit dem ganzen Kram hier einmal rüber. Ich hab's gesehen. Du Arsch. Du Arsch. Problem ist, es gibt keine für mich sichtbare Genau. Kennzeichnung auf dem Zahnrad, wo die Nockenwelle hin soll. Da hat es 2 Striche, oder? Also müsste theoretisch irgendwo an dem ein Punkt oder irgendwas sein. Auf der aber anderen Seite ist nichts drauf? Nee, das könnte. nee, das ist schon. Das ist schon eine Markierung. Ja. Und Steuerzeiten habe ich nicht wirklich für das Ding. Und das ist das Originalteil, nehme Das ich ist an. das, was drin war, ja. Und sonst mit dem Ventilstößel und halt alles mal einbauen und dann eben mit dem Wechsel. Ja. Dann kann er so ausheben. Ja. Der Vogel, der hebt den dann aus. Ja, jetzt ist der zu weit hinten. So ohne dahin? Nee. Also funktionieren tut es schon mal. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, der geht hier rein. Ja. Und das würde ich sagen, ist bündig hiermit. Das heißt, wir gucken jetzt einmal hier im Schummelscheiben-Sortiment. Das ist wichtig. Ja, das ist immer der Mist, wenn man sowas irgendwie vor 20 Jahren Ja, also- auseinander hatte. Ja, und das ist ja nicht das einzige Projekt. Nee, Nicht? nein. Jetzt ist es aber noch schlimmer. Ja, Was noch schlimmer, die Buchse muss doch hier vorne dann hin. wir haben ja auch verkehrt gedacht. So. Jetzt ist die Markierung oben, ist Ja, auch immer ein Das gutes ist eine Zeichen. Überschneidung. Das ist Überschneidung, genau. Ja. Da ist gerade der Wechsel. Ja. Ja, das ist doch eigentlich richtig. Okay, ich sehe das da. Ja, der ist drin. Das ist etwas schwergängig. Ne, da müssen wir noch mal. Versuch 2. Ja, der ist zu tief. So, Erde. Ein bisschen runter, ja. Ich weiß gar nicht, gehört er vor dem Ding? Ja, ne? Ja. Hey, das ist übel, das Zeug. Ja. So, jetzt. Ja. Ja, das war's. Ah, guck mal hier. Oh, sauber. Keine schön. Ahnung, aber davon reichlich. Ne? Und Freude dabei. Hast du? Rennmotorrad, geht schon, passt schon. Fährt ja nur Sieg damit. Dreigang Stormy Archer Ja, in liegend mit Fußschaltung und diesem extrem komischen speziell, oder? Wurmfortsatz hier. Und ja, ich habe da echt lange gebraucht, eins zu finden. Ja, hör auf. Also, Ventilsteuerung ist soweit einmal zusammen. Jetzt geht es vor allem darum, er hat 2 Getriebe. Einmal das Stormy Archer. Sagt er, original sei das drin gewesen, 3 Gang. Hat er ewig gehabt zum Organisieren, irgendwo in der Schweiz gefunden. Oder dann hat er das da, ein 4-Gang Fußgeschaltet, wo aber gerissen war. Man sieht es da gut.
Das Problem ist natürlich immer, wenn da natürlich so viel Leistung drauf kommt und da ist, das da ist vorne, ist es einfach natürlich, sag mal, oberflächlich geschweißt. Ich weiß nicht recht. Darum, also ich tendiere zum Dreigang. Okay. Du sagst, das war original. Das ist die originale Bauart, wie sie da drin war. Dann würde ich sowieso das nehmen, oder? Ja, okay. Nur schon wegen dem. Hallo. Ganz aufgeregt. Ja. Ganz aufgeregt. So viele Leute, hä? Dann würde ich sagen, Das Dings. das Füllrohr, das gehört wahrscheinlich so rum. Eingriff und passt, ne? Dann sind die 4 sind dann da, hä? Genau, das sind so. die 4. Genau, das sind unsere Distanzstücke. Hinten ist Auslass, hä? Soll ich mal so versuchen? So, der dahin, der ist drin. Jetzt nicht mehr. Ich fummel da mal nicht dazwischen. Zu viele Köche und der berühmte Brei. Ne? Hast du noch Unterlegscheiben da? Hier fühlt er sich so an, als wenn er noch nicht ganz... Ja, nein, das stimmt noch nicht. Warte, ich drehe da mal weiter vielleicht. Ja, jetzt. Aha. Jetzt ist er drauf. Gut. Ja. Oh, schau, das Lieblingshämmerli. Das Kriegel. Christian hat auch ein Lieblingshämmerli. Hä? Was mir gerade einfällt, Oh. der hatte ja noch 2 Dekompressions... Platten, Zwischenplatten drunter. drin. Wow, das sind irgendwie 5 mm. Weil der Typ das drunter hatte, wird das wahrscheinlich Sinn gemacht haben. Ja, ich nehme es an, ja. Hier unten schnell abnehmen, Alles weg. Platten drunter. Genau. Aber dann reine ich die mal kurz da. Ich hol dir mal Bremsenreiniger. Das ist sehr gut. Da können wir gerade noch ein bisschen heizen. Das ist immer gut in einer fremden Werkstatt. Lappen habe ich gesucht. Oh. Da hat es noch eine Treppe. Ja, das Teilelager. Ach so. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo hier das Teillager ist. Lappen. Oh, das ist viel besser als ein Lappen, eine Treppe. So, mach deine Arbeit. Ist geil. Das Teilelager. Was ist denn das hier oben? Der Boden dreht noch ein wenig. Ja, nein, nicht mehr. Sackmesser? Sack, das ist der Sack. Okay. Unter anderem. Ja, Das ist auch ein Sack, Tasche. okay. Also ich mache das nächste Mal Taschenkontrolle. Ja. Hast du auch mal eingesehen? Putzen noch. So. Jo, wunderbar. Wenn wir jetzt so, dann steht er nämlich einigermaßen fest. Ja. Also, du hast kein Sonnenband-Dings. Natürlich nicht. Ach, wieso frage ich überhaupt? Nee, warte, ich brauche kleinere Hände. Es gibt bestimmt wieder Kommentare. Ja, So macht man das aber nicht. So, halt, hinten noch mal hoch. Nein, das, ja. Zieh noch mal hinten hoch. Nein, zu dir ziehen. So? Ja, jetzt. Ich komme mal mit da runter. Da ist. Ja, das war's. Und hoch. Ring ist kaputt. Was? Ring ist kaputt. Nee. Doch, er ist schräg. Nein! Oh! Das gibt's doch nicht. Ja. Der war immer so schräg, oder? Ja. Das kann doch nicht angehen, ey. Oh je, oh je, oh je. Und nun? Das ist das Problem. Das ist ja jetzt echt Worst Case, ey. Das habe ich auch noch nie hingekriegt. 81,4, ja, 81,6. Was ist 81,6? Der Kolbendurchmesser. Ja. Da muss ja alles stimmen. Höhe. Ja, ja. Ja, also das wäre wirklich ein Riesenzufall. Also so einen Scheiß habe ich echt noch nie gehabt.
Ja, das muss ja auch auf ein Zehntel Millimeter passen. Bricht der Scheiß ab, ey, das habe ich noch nie gehabt. Ja, Christian hier, moin. Wir haben eben gerade hier so einen Kolbenring zerbrochen. Ja, genau. Das ist schlecht, ja. Habt ihr da irgendwie was liegen? Der Zylinder hat 81,93 Bohrung. Ja, die Stärke von dem Ding ist 2 mm. So ein Scheiß, ey. Ja, jetzt ist das passiert, was man so als Worst Case bezeichnen kann. Scheiße, Kolbenring gebrochen. Gibt es immer wieder, ist grundsätzlich auch nicht das Problem. Aber 1939, ja, das ist halt immer schwierig, um so ein Ding zu finden. Du hast aber wir fahren jetzt hier 10 Minuten entfernt von mir zur Therapiegruppe. Zur Therapiegruppe, das klingt ja, genau. sehr sympathisch. Und die Therapiegruppe hat Kolbenringe. Die Therapiegruppe hat auch Kolbenringe, ja. Also das ist eigentlich eine Werkstatt für Motoreninstandsetzung. Ja. Und da treffen wir uns dienstagabends immer zum Motorenschrauben, Gesprächen, Fachsimpeln und deswegen Therapiegruppe. Das ist so für die unheilbaren Fälle. Ist gut. Ja, und da fahren wir jetzt mal hin. Also, machen wir. Nimmst du nimmst den Kolben. Scheiße. Tschüss. Moin Jens. Schwaberhöhle, moin. Hi. Guten Tag. Na? Was ist da los? Moin. Malheur. Malheur? Ja, Kolbenring gebrochen Übles Malheur. beim Reinfummeln. Was steht drauf? Was sagst du? Da steht 78,5. Glauben wir Das das? ist aber 82 gemessen. Jetzt mal so quer rüber gemessen, ja, 81,7, 82. Dusche doch mal. Naja, gesammelte Werke alter Zeiten. Herr Fiat mit 82. Aha. Links ein Müllabstreifer. Aha, okay, ja, gut. Das wird nicht klappen. Das würde nicht klappen, aber Nee. einfach mal gucken, ob die 82 gehen würde. Das wäre natürlich Perfekt, ja. traumhaft, ja. Ja, sonst müssen wir einen 83er runterfiedeln. Im Zweifel. Die sollten wir haben. Ja. Gucken wir mal. Also ihr könnt den Außendurchmesser anpassen. Genau, genau. Dafür haben wir so ein das kleines ist ja Diamanträdchen. So, das hier wäre jetzt, geil. Ja, das ja. wär jetzt 81 und jetzt, Ja. Der ist der Ring. Das hier. das müsste ein 83er sein. Da, Ja, voll. Ja. Ja. ja, müssen wir uns rantasten. Jetzt erstmal gucken, genau, Ja. ob hier allzu viel Licht durchscheint an den Rändern. Ja, Weil die Rundheit ja jetzt nicht mehr unbedingt gewährleistet ist. genau. Aber, Keine Rundität mehr. nee. Die kommt dann schon mit der Zeit. Ja, das ist das. Und das geht jetzt mit der Diamantscheibe. Genau, genau. Die ist Das ist geiles Teil. Ja. sauscharf und bröselt hier nur den Guss so vor sich her. Geht auch für Fingernägel und so. Kannst du machen. Ja. Müssen wir jetzt ordentlich was wegnehmen. Ja. So, du veränderst jetzt nur den Stoß. Ja, effektiv verändere ich den Umfang des ganzen Rings. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch mehr davon haben. Das heißt, wir machen Das ist jetzt immer einfach gut. mal. Sehr gut. Ja, guck mal, du, ganz ehrlich, ohne Ring ist schlechter, glaube ich. Ihr macht wirklich nur alte Sachen, ne? Ist halt auch die Nische, die wir bedienen, dass wir Ja. halt auch den Kram machen, wo sich sonst Geil. heutzutage Ja. fast keiner mehr rantraut. Ja, voll. Leben am Limit, das braucht immer viel Material, oder? Ja, ja. So. Über die Schulter schauen. Ja, mit Gewalt. Nee, da machen wir noch einen. Klein. Eine auch. Noch ein bisschen. Sehr interessant, aber man hat mit so einem Schweizer dann tatsächlich manchmal Kommunikationsschwierigkeiten. Ah ja. Was aber nicht immer nur an der Sprache liegt, oder? Ja, guck. Ja, was hast du? Ich bin jetzt bei Hammermäßig. Siehste, gerettet Bombastisch. der Tag. So, vielen Dank, Bosse. So, da sind wir Der heilige wieder. Kolbe. War gar nicht Ja. so einfach, ne? Das Maschinchen finde ich total Das ist geil. gut, ne? Ja. Das heißt, das Ding hier, Also, alles ready. weg damit.
Mit einem Spanner wäre es natürlich einfacher gewesen. Aber Ja, der ist irgendwo, ich habe tatsächlich im Nachhinein einen. ist immer alles einfacher. Ist denn jetzt der... Da ist der da Ring. ist der Ring, okay. Auf meiner Seite, also von dir her. Von deiner Seite heißt- her rein. Was noch? So, jetzt hat er geschnöpft. Gut. So. Ja, Genau so ging das vorher auch. als er geknackt hat. ne? Ja, genau. Aber Genau. jetzt müsste er drin sein, oder? Ja. Sehr schön. Als geknackt hat, genau so. Das Gegenteil vom Grillenhirn. Was ist das Gegenteil? Das Elefantenhirn. Dank dem Christian sein Elefantenhirn. Er hat noch gewusst, dass da unten 2 Aluplatten unterlegt sind. Und darum ist der ganze Ventilkasten, die ganze Ventilsteuerung nicht auf den Zylinder runtergekommen. Und genau aus dem Grund ist eigentlich der ganze Scheiß entstanden. Der Zylinder weg, Kolbenring kaputt. Macht nichts. Wir haben eine neue Werkstatt gesehen. Wir haben noch mal ein paar coole Dudes kennengelernt. Ja, die sind normalerweise cooler. Vielleicht Ja. haben sie immer ein bisschen Schiss, wenn du kommst. Das Ja. stimmt. Und meistens wird es anstrengend, wenn ich komme, weil ich immer so ich habe immer Probleme. Ah ja. Wenn ich komme, dann haben die anderen auch Probleme. Dann wäre dein Problem zu ihrem Problem. Ich hole mal kurz ein paar Unterlegscheiben. Und ich suche einen 17er Schlüssel da. Das ist geil. Hoch das Bein, Dildo rein. Ach, sick. Ja, das ist auch alt. Das ist aus den 70er Jahren, würde ich sagen. Nein. Nee. Jünger. Das ist relativ neu. .de ist ein Hinweis, dass es Ja. nicht aus den 70ern ist. Stimmt. Krishan verloren in den eigenen Hallen. Ein artiger Motor. In welcher Hinsicht meinst du das? Ja, weil er in jeglicher Hinsicht speziell gefertigt ist. Mit dieser riesen Ölwanne, Mit der Ölwanne unten und so, ja. beide Seiten der Kurbelwelle voll Kugel gelagert. Ja. In der Reihen alle hochglanzpoliert. Ja. Das haben die Schweizer schon großartig gemacht. Ne, finde ich wirklich. Ja. Also 1A, wenn ich mir dabei so als Vergleich dann dieses Engländer oder so. englische Japp-Geraffel angucke. Wow, ja, Geraffel. Bin ja bekennender Fan von Japp, Ja, aber was die Fertigungsart angeht, glaube ich, ist das hier eine andere Liga. Der Japp-Motor zu der Zeit immer noch mit Verlustschmierung Ja, voll. gearbeitet. Alles offen, also Ja. die Stößelstangen liegen offen. Ja. Der Ventiltrieb hier oben, der ist noch nicht offen, sichtbar, ja, weil ja. er nicht dran ist, Ja. ist offen. Haarnadel, Ventilfedern, hier die Verstellmöglichkeit von dem Ventilspiel. Beide Seiten vernünftig verschraubte Kugellager. Die haben beide ungefähr 30 PS. Aus dem Bauch raus sage ich dir eindeutig, der ist Hält länger. der ist einfach geschmeidiger gefertigt. Der ist einfach einen Schritt weiter. Ich tue den mal wieder weg hier. Ja. Also ich den auch. Ich stelle den mal ein bisschen auf die Seite. Wohin? Tag 1 ist vorüber. Mehr Sachen, die noch nicht so ganz stimmig sind. Noch nicht zur vollsten Zufriedenheit. Genau, vieles, was man natürlich auch anpassen muss. Jetzt wollen wir aber schauen, wir lassen künftig nicht lange nicht hängen. Das ist nicht unser Motto. Nichtsdestotrotz, jetzt saufen wir ein Bier und dann würde ich sagen, morgen in alter Frische Dann machen wir weiter. geht das weiter, du, oder? Auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Schön. Also, und für euch daheim, vielen Dank fürs Zuschauen und bis in einer Woche. Macht's gut, tschüss miteinander. Ciao.